Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gerrits Tagebuch. In der letzten Folge habe ich erzählt, dass die Modellbauer die Gebäude in Sicherheit bringen, damit ich sie mit den Flugzeugen nicht umfahre. Soweit sind wir zumindest schon, dass wir Dummies für die Laternen, das sind nicht die echten, hier überall hinsetzen, um zu schauen, ob das, was wir gezeichnet haben, auch passt und dass kein Flugzeug mit der Tragfläche an irgendeiner dieser Laternen hängen bleiben wird. Wenn im Laufe des Tages keine Laterne umgekippt ist, werden wir die Löcher bohren und die echten Laternen setzen. In der letzten Folge habe ich versprochen, dass eins der großen Themen dieser Folge die automatische Ladestation für die Flugzeuge wird. So, wir befinden uns jetzt hinter der Anlage. Das sind die 3 Ebenen, von denen ich in vielen Folgen berichtet habe. Hier ist die mittlere Ebene, der Schattenflughafen. Hier stehen die Flugzeuge bereit zum Losfliegen, zum Landen. Wenn ein Flugzeug leer ist, dann fährt es in die Ebene darüber, das zeige ich gleich. Und zwar der Computer bemerkt das erstens durch die Geschwindigkeitsmessung, wenn das Flugzeug zu langsam wird, oder aber im Flugzeug wird die Spannung auch gemessen und über einen Sensor in die Straße übertragen. Wenn eines dieser beiden Kriterien kommt, wird das Flugzeug hier in diese 3. Ebene gesteuert. Ich habe jetzt eben mal nachgeschaut, hier die Air France-Maschine ist die leerste Maschine momentan und mit der werde ich die Ladung einmal vorführen. So, das Flugzeug fährt jetzt hier in die Ladestation. Es sind 11 Ladestationen hintereinander. Das war platztechnisch nicht anders hinzubekommen. Birgt aber ein kleines Problem. Wenn die vorderen Flugzeuge noch laden, die dahinter stehenden aber vielleicht schon fertig sind, wird die ganze Ladestation blockiert. Das war für uns der Grund für die Entscheidung, dass wir eine eigene Ladetechnik entwickeln müssen, die nämlich Folgendes kann. Der muss mitgeteilt werden können, dass das Flugzeug umgeparkt werden soll. Sprich, ich muss dieser Ladestation sagen können, auf dieser Position soll ein Flugzeug jetzt ein Stück weiter nach vorne aufrücken. Sprich, die gesamte Ladekurve, alles was bis jetzt gemessen und gemacht wurde, muss über ein Bussystem übertragen werden an die neue Box. Dort wird das Flugzeug wieder hochgehoben und weitergeladen. Hier kommt das Flugzeug jetzt am Ziel an. Das Ziel ist hier, wird schon mal deutlich verlangsamt. Fährt jetzt gleich durch diesen Kontakt in der Straße und wird dann nochmal deutlich langsamer. Es schaltet jetzt ein Sender ein im Boden, der hier erkannt wird hoffentlich. Und in dem Moment, wo er erkannt wird, bleibt das Flugzeug stehen. Sehr abrupt und sehr spontan, weil das Ziel ist, dass hier jetzt gleich eine Stange, die aus dem Boden kommt, genau den Trichter des Flugzeuges trifft. Ich habe dafür nur einen Versuch, weil ein Rückwärtsgang ist nicht möglich. Der zweite Versuch würde bedeuten, ich müsste rausfahren und es nochmal versuchen. Geht in der Regel nicht, weil da Flugzeuge davor stehen. Also das muss mit einem Versuch klappen. Ich würde sagen, 95% funktioniert. Ich laufe zwar momentan noch jedes Mal hier hin und gucke, weil wenn es ein Stück zu weit ist oder ein Stück zu früh angehalten ist, das Flugzeug, passt es einfach nicht. In diesem Fall hat er, glaube ich, recht gut angehalten. Hier kommen die Stangen jetzt, fahren in den Rumpf, sprich in die Trichter, die wir auch zum Starten des Landen benutzen, rein und heben das Flugzeug hoch. Die Flugzeuge, die kleinsten, wiegen um die 600 Gramm, die größten bis zu 2 Kilo. Das heißt, wir haben eine Menge Anpressdruck auf dieser Messingstange, um einen schönen Ladekontakt zu schaffen, um 2 Ampere oder gar mehr Strom reinzubringen, sodass wir nach einer Stunde wieder einsatzbereit sind. So, wenn das Flugzeug fertig geladen ist, wird es wieder abgesetzt. Da war auch so ein großes Ziel, das darf nicht passieren. Wir haben aber keinen einzigen Fall, wo das passiert ist und haben lediglich so ab und zu mal so ein paar kleine Schwenker nach rechts oder links und dafür sorgt diese Anordnung der Fahrträte, dass egal was passiert, der Lenkmagnet immer irgendwie auf einem Draht landet und somit beim Rausfahren gleich seinen Weg finden wird. So, wir haben mittlerweile alle Treppen eingebaut, das sind insgesamt 15 Stück und die müssen justiert werden, weil es ist ja ganz wichtig, dass die Treppe immer genau an der richtigen Stelle bei jedem Flugzeug andockt. Und dafür haben wir uns einen kleinen Hilfsmittel gebaut. Das stellen wir hier hin und fahren die Treppe einmal bis zum Anschlag. Mach mal bitte Stufe 10. Und wenn das genau passt, dann ist alles andere danach auch immer gleich. Und es muss für jedes Flugzeug jetzt nur noch eingegeben werden, an welcher Parkposition die Treppe auf welche Position muss. Ja, passt wunderbar auf die 1. Was hier so simpel aussieht, ist in Wirklichkeit eine ziemlich komplizierte Technik, an der wir fast ein halbes Jahr dran gebastelt haben. Wir haben uns eine Platine gemacht, die insgesamt 4 Schrittmotoren steuern kann. Schrittmotoren sind Motoren, die wirklich ganz kleine Schritte explizit ausführen können. Das heißt, wirklich auf ein Zehntel Millimeter genau positionierbar sind und das auch immer wiederholt. Das ist natürlich für uns ganz wichtig, weil diese Treppe muss wirklich immer an der gleichen Stelle enden. Wir setzen diese Platine mittlerweile überall auf der Anlage ein, so auch bei den Treppen, bei den Pushbackern und bei den Fingern. Zu denen kommen wir jetzt. Seit dieser Woche sind alle 10 Finger hier einsetzbar. Sie sind lackiert worden von Stefan, eingebaut worden. Sie müssen nur noch angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Der hier ist angeschlossen. Herausforderung bei der Geschichte, jedes Flugzeug ist anders. Bei einigen Flugzeugen muss der Finger erst gehoben werden, übers Triebwerk hinweggebracht werden. Bei dem anderen Flugzeug kann er direkt rangedreht werden. Es soll natürlich auch bei jedem Flugzeug unterschiedlich aussehen, die Bewegung. Die Bewegung besteht aus Drehen, Heben, Senken und Ausfahren. Und das alles zu justieren ist eine Menge Arbeit, aber ich freue mich darauf, das hier das erste Mal zu tun. Kannst du mal auf Position 7 heben? Mach mal 7200 draus oder geh mal auf die 9.
Da kannst du noch mal 50 mehr geben und dann auf die 10 klicken, direkt auf die 10. 65, also auf 10 fahren. Ja, jetzt passt's. Insgesamt braucht man so ungefähr 5 Minuten für ein Flugzeug, 10 Positionen, 20 verschiedene Flugzeuge dürfen hier hin. Ich mag gar nicht dran denken. Nächstes Thema. Wenn man 4 Jahre lang etwas baut und zeichnet, dann ist man nicht gefeit, auch mal Fehler zu machen. Und 2 große Fehler sind mir aufgefallen, die ich gemacht habe. Zu dem einen zeige ich mal dieses Bild. Und wir haben diese Studie, von der ich mal gehört habe, hier ein paar Gästen bestätigt, dass es stimmt. Die meisten Erwachsenen beantworten die Frage, in welche Richtung fährt der Bus, nach rechts. Die meisten Kinder, die sich sowas bildlich anschauen und einfach mit der Natur vergleichen und nicht hier den Fehler im Bild suchen, sagen nach links, weil wo sind die Türen? Ich scheine ein Erwachsener zu sein, denn an diesen 5 Positionen hier habe ich den gleichen Fehler gemacht. Wenn das Flugzeug hier steht und der Bus kommt, fährt der Bus leider so vor das Flugzeug, dass die Türen rechts sind. Wir werden also Busse bauen müssen, die die Türen auf beiden Seiten haben oder hoffen, dass diesen Fehler überhaupt gar keiner bemerkt. Kommen wir zu dem zweiten bislang festgestellten großen Fehler. Unsere Self-Maneuvering Positions. Das Flugzeug kommt an, dreht sich hier ein, findet seine Position, Self-Maneuvering Position deswegen, weil es aus eigener Kraft auch wieder ohne Pushbacker rausfahren kann. Auf dem Plan sah das alles wunderbar aus. Wir hatten diverse Fahrzeuge schon rumfahren lassen, Busse, alles super, bis wir uns entschieden haben, dass unsere Tanker die große Version sein sollten, weil wir sie besser fanden. Und siehe da, wenn der Tanker hier vorne rumfährt ums Flugzeug, das passt nicht. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als kleine Tanker extra für diese Position zu bauen oder einfach zu sagen, Kurzstreckenflüge brauchen nicht betankt zu werden. Damit möchte ich mich bedanken wieder fürs Zusehen. Das war's für diese Folge, aber beenden möchte ich sie mit vielen Bildern von unserem Testbetrieb mal wieder. Wir haben 15 Flugzeuge mittlerweile am Laufen, fast 40 oder 50 Autos. Und wenn das alles zusammenspielt, sieht's, finde ich, wirklich toll aus. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.